Release me from this pain. Boah, was eine saubere Doppelung. Release me from this pain. Ey, unfassbar, ne? Vielleicht ist das deine neue Range, Sabi. Alter. Doppeln kann ich. Also eigentlich unfassbar, ey. Das klingt echt als... Ja, also normalerweise klingt das erst so, wenn ich da Dinge zurückgeschmissen habe, Melodie. Krass. Gut. Schön. Wir haben auch weiblichen Gesang auf dem Album zum ersten Mal. Haben uns dafür eine Sängerin geholt, Sabina, die früher bei Ashby gesungen hat. Eine Prog-Metal-Band, die sich aufgelöst hat mittlerweile, wenn ich richtig informiert bin. Die aber immer noch Musik macht und die wir schon seit einigen Jahren kennen. Und die dann für uns die Gesangsparts eingesungen hat. Beides mal einsingen und wir hören rein, was besser. Ich kann auch so einen unbestimmten Laut machen, ne? Und dann... Versuch genauso zu singen. Okay. Perfekt. Super. Easy hat gesagt, das wird keine Probleme machen. Hä? Ja, hab du gesagt, das macht keine Probleme. Ja, ich auch. Das ist so, ja, ist doch alles gut. Ich mach das so Ich habe fertig. nur die Hälfte verstanden. Das Mike ist ein bisschen leise. Ja. Er hat gesagt, ich habe doch gesagt, dass... was hast du gesagt? Ich hab gesagt, mit Sabi ist das problemlos. Die macht das und fertig. Ah, Release me from this pain. Schön. Das Pain klang auch schön am Ende so ein bisschen leidend. Fand ich gut. Der erste Song war... Oh Mann. Ich glaube, der erste Song war Moonlight. Der letzte Song auf dem Album, der 13 Minuten lang ist. Ich glaube, das war wirklich der erste Song, der für das Album... Ich weiß nicht, ob es der erste war, der fertig war, aber es war auf jeden Fall der erste Song auf dem Album, für den ich die Ideen hatte. Und ja, und dann haben wir halt noch Moonlight, ne? Ein Brett, das irgendwie 13 Minuten dauert und eine Geschichte erzählt zwischen zwei Liebenden und ein bisschen mit dem, ja, mit dem allgemeinen Gedanken aufräumen soll, dass, wenn man eine Ehe eingeht, man auch zusammenbleiben muss. Ja. Okay. Was war nochmal? Release me from Ach so. Eigentlich ist es, ja, das wäre es ja irgendwie These Pains und das macht nicht so viel Sinn. From this, Nee, ist Und okay. das Ist okay. willst, kannst du auch besser from Singen. this. als das I. Also das E ist einfacher als I. Das weißt du von der, dass das so schneidender Ja, es ist klingt. trotzdem I. probieren wir weiter. Also im Prinzip müsstest du This. this statt these machen und das this ungefähr so klingen lassen wie das these in dem ersten Take. Verstehst du? From this pain. Okay, dann versuchen wir das mal. Probieren wir mal. Release me from this
Das hat jetzt was Dreckiges. Ja. Ja. Dadurch, dass man sich gegenseitig dass man die gegenseitigen Bedürfnisse einfach nicht mehr stillen kann, keimt einfach eine Unzufriedenheit auf. Und wenn man merkt, es funktioniert nicht so, dann ist es halt auch irgendwann Zeit zu sagen, schade, aber wir müssen damit aufhören, sonst machen wir uns selbst kaputt. Geht's denn? Was? Geht's? Ja. 2 Takes schaffe ich das. Ja. Ja, machen wir mal. Really. Die, Ich hab den Anfang des Satzes nicht gehört. um das richtige Placement dafür zu kriegen, weil das ist sehr im Headroom eigentlich, ne, kannst du ganz gut die Zunge rausstrecken, ne, wie wenn jemand die Zunge zeigt. Beim Singen? Und machst du einfach nur, ne, dass du das halt einmal kurz einübst, dass du das Placement richtig hast und das überträgst du dann auf den Gesang. Ja, und die Zunge muss schon nach oben zeigen. Ja, ja, genau. Ich schreibe selten Songs von jetzt bis zum Ende an einem Tag oder an wenigen Tagen. Es ist eher so, ich habe die Idee, ich halte die erstmal fest und dann warte ich ein bisschen und dann schaue ich mir sie ein paar Tage später nochmal an. Und oft finde ich die Idee dann nicht mehr gut und schmeiße sie wieder weg. Und deswegen dauert es immer relativ lange, bis so ein Song fertig ist. Und wenn mir dann einfach nichts mehr einfällt in dem Moment, wo ich denke, ja, das ist gut, dann kann es auch mal sein, dass ich den Song ein paar Wochen oder Monate liegen lasse und plötzlich kommt mir eine andere Idee und ich arbeite an einem anderen Song weiter. Und irgendwann komme ich dann zurück und dann funktioniert es plötzlich wieder. Das ist ganz unterschiedlich. Geh mal zurück, bitte. Oh, mal Kaffee. Ja, ich sauf seit einer Stunde Kaffee. Hast du nicht? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Machen gleich noch welchen, keine Ahnung. Der fährt schon wieder als ein Movie hier. Habt ihr eigentlich auch Milch? Nee, und wenn da welche im Kühlschrank wäre, würde ich sie nicht benutzen. Am besten nicht mal den Kühlschrank aufmachen. While I remain in cold stasis, as we argue excessively about trivialities, henceforth disaster is imminent. Boah, hast Du, Sami geile können Stimme, auch ey. so Hörbücher machen. Ja, ist echt so. Phil hat zwar auch immer eine ziemlich genaue Idee im Kopf, wenn er seine Texte schreibt, aber er lässt immer absichtlich relativ viel Interpretationsspielraum. Bei mir ist es eher so, dass ich schon ziemlich genau etwas ausdrücken will. Und wenn jemand was anderes in dem Text sieht, ist das okay. Das ist normal bei Kunst. Jeder interpretiert das für sich. Aber es gibt definitiv eine ganz klare Intention bei meinen Texten. Wenn Joscha uns neue Musik präsentiert und wir hören uns die MIDI-Dateien an und es klingt nach Super Mario, aber aber es gibt so den ein oder anderen Song, wo man selbst über diese schrottigen MIDI-Dateien und diesen total komischen Sound einen Eindruck von dem Song bekommt, der inspiriert einfach. Ne? Und Sunken war einer dieser Songs, die ich gehört habe und wo ich dann sozusagen direkt von der Musik geküsst war. Also ich habe den Song gehört und ich hatte direkt einen gewissen Eindruck von dem Song und habe heruntergeschrieben, welche Thematik ich habe direkt heruntergeschrieben, welche Thematik mir dazu einfällt. Ich weiß nicht, ich find der Song klang irgendwie nach Tiefsee und ich wollte die Tiefsee als Metapher für die Gewöhnung an äußeren Druck beschreiben. Und dass wir teilweise einem konstanten äußerlichen Druck ergeben sind und keinen Ausweg mehr darauf finden, dass wir uns halt so sehr daran gewöhnen, dass es für uns schon zur Normalität wird und wir es auch als Normalität akzeptieren bis zu einem gewissen Punkt, wo wir dann vielleicht irgendwann wieder die Schönheit des Lebens wahrnehmen wollen. Und das ist im Endeffekt, was Sunken eigentlich metaphorisch beschreibt.
1, 2, 3, 4. Stand tight at each other's but be worlds apart. Stand tight at each other's but be worlds apart. Stand tight at each other's, nicht the others, sondern at each others. Ach, at each others, okay. Genau. Ja, aber wir können Guck jetzt jetzt mal mal. gucken nach dem Pegel. 1, 2, 3, 4. Stand tight at each other's but be worlds apart. Stand tight at each other's but be worlds apart. Stand tight at each other's but be worlds apart. Stand. Gezerrt und so vielleicht? Ja, halt so als würde es hier in einen anpöbeln. So. Stand tight at each other's. Kann man So machen. ungefähr, ne? Okay. Weißt du, ob ich das hinkriege? Ja, echt. 1, 2, 3, 4. Stand tight at each other's but be worlds apart. Stand tight at each other's but be worlds apart. Stand tight at each other's but be worlds apart. Aber guck mal, so prollig ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich will es nicht in meinem Vorstellungsgespräch erwähnen, aber... Das hat einmal ran. Dicker zu machen? Hast du noch eine Idee? Einen anderen Stil? Stand of light. Ja, klar. Das können wir auch nehmen für den Song. Als Einzähler vor jedem Song. Müsste man jetzt nur die nehmen, wo das dann von den Silben her passt. Das war gut. Klingt direkt nach mehr. So. Jo, passt. Super. Welcher Song noch ein Favorit für mich sein wird, ist auf jeden Fall He-Rive. Im Endeffekt ist der Titel walisisch, aber der komplette Song ist deutsch. Okay, ich habe auch ein bisschen Latein mit eingebracht und ich weiß nicht, ob das Latein hundertprozentig korrekt ist. Ich denke mal schon. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Nur He-Rive ist wie gesagt komplett auf Deutsch geschrieben, bis auf den Titel. Und bedeutet so viel wie Hort, Zuflucht. Und damit ist gar nicht die örtliche Zuflucht gemeint, sondern vielmehr das, wessen man sich zugehörig fühlt. Ne? Und das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich den Text geschrieben habe, weil das war in einer das war halt in einer kreativen Flaute. Ne? Und auf Englisch ist mir einfach überhaupt nichts eingefallen. Und ich habe zu der Zeit sehr viel The Hirsch-Effekt gehört. Und The Hirsch-Effekt haben eigentlich fast alles auf Deutsch geschrieben. Und mich hat angesprochen, wie diese Texte von den Jungs geschrieben sind und so. Sehr geile Band. Also ich weiß, Joscha wird nicht davon begeistert sein, wenn ich hier gerade Promo für andere Bands mache, aber He-Rive ist definitiv von The Hirsch-Effekt inspiriert. Und zwar von der Art, wie die Lyrics geschrieben werden. Und ja, da hatte ich dann halt wieder einen Ansatz, wo ich anfangen kann. Kriegt ein bisschen lauter. Sprich zu mir! Wollt ihr erstmal ein Mikro führen, ne? Ja, bist du schlau.
paar Jahren hatte ich die Muße, mir diese Kabel zu löten. Ich hätte sie jetzt nicht mehr, aber ich kann in meiner Vergangenheit sich nur auf die Schulter klopfen, das gemacht zu haben, weil die sind gut. Ich mag diese Kabel. Und sie sehen cool aus. Ich meine, das ist eigentlich... Das ist Lutz Traum, ja. Eigentlich nur noch Studioplatten produzieren und ansonsten nicht viel machen. Hin und wieder mal auftreten, weil es geil ist, aber ansonsten groß Gigs spielen muss nicht sein. Ist halt immer doch ein relativ großer Zeitfaktor, der da zu Buche schlägt für keine Ahnung, 40, 45 Minuten live spielen, kannst einfach mal den ganzen Tag auf den Kopf schlagen. Mit Abbau, Anfahrt, Aufbau, rumlungern, Spielen, Abbau, Heimfahrt und den Kram danach wieder aufzubauen, kostet echt eine Menge Zeit. Für die man in unserem Genre halt auch eigentlich nur drauf zahlt. Auf der anderen Seite macht es halt großen Spaß, wenn man es mal macht, solange man es nicht ständig macht. Nee, dadurch, dass der Raum so klein ist, hatte ich vorgehabt, 2 Raummikros aufzustellen. Einmal eins vorm Kit und einmal eins, was quasi gegen die Wand gerichtet ist. Und dadurch kriegst du ein bisschen mehr den Room Sound noch mit drauf, weißt du? Okay, jetzt ist, mal eben durchrechnen, wir haben 16 Kanäle, minus Talkback sind 15. Ja. Ich gehe einfach mal durch. Ich hatte jetzt, also mein grober Plan war 2 Snare. Ich weiß nicht, ob wir 2 Kick brauchen. Ja, 2 Kick wäre schon besser, ja. 1, 2, 3 Toms. Ja. Die Side Snare würde ich eventuell auch doppelmiken. Sind wir bei 9. 1, 2 Overheads sind 11. Ja. Talkback 12. Und dann haben wir noch 4 ja, 1, 2 Ridebacken Room und zweiten Room. Also keine Ahnung, wenn auf ein paar Demos war das China ein bisschen leiser, war jetzt auf der letzten komischerweise gut auf den Overheads mit drauf, allerdings haben wir immer wieder was umgeschoben. Also von Aufnahme, also von Demo-Session zu Demo-Session stand immer alles ein bisschen anders. Mein persönliches Hauptproblem war, dass ich relativ wenig zum Üben hinter ein echtes Schlagzeug gekommen bin, halt aufgrund von Familie und Vollzeitjob. Und das habe ich auch beim Aufnehmen gemerkt und halt relativ lange gebraucht, wo ich bei dem ersten Album irgendwie an einem Tag 2, teilweise sogar 3 Songs eingezockt habe, war es jetzt deutlich langwieriger. Ja, die singen jetzt minimal. Ja, die klingen jetzt ziemlich fett, finde ich. Die haben so gut wie gar keinen Ring. Ja, ich habe jetzt, also bei dem sogar nicht, also bei dem habe ich jetzt hier noch so ein Gummiding drunter. Ja. Schöne rote Herzchen. Ist das ein Moonjam? Ja, hat denselben Effekt. Also, Kostet ein 20. okay. Ich finde, das sieht immer geil aus, wenn man so ein voll mikrofoniertes Schlagzeug hat. Ist nur ätzend, das aufzubauen. Ja. Das stimmt. Ja, wir können auch, ich kann auch die Schalloch ist nicht so wichtig. Tripods drehen so ein bisschen. Schalloch ist nicht so wichtig, besser in der Mitte. Ich
Also ich kann die Tripods auch noch ein bisschen drehen, dann kommst du näher ran. Ranbringen. Schon abgefahren, was hier jetzt alles aufgestellt ist. Gut. Check mal ganz kurz den Raum. Ja. Ja, cool. Geil, ne? Aber ich weiß nicht. Aber es fehlt noch so ein bisschen das ganz fehlt Tiefe. da noch, oder? Das ganz Tiefe fehlt. Müssen wir noch ein bisschen näher ran irgendwie. Ja, mal. Ja, klar. Das ist jetzt die Box. Ja doch, aber es ist ja sowieso etwas Subtiles und ich finde so dieses Gefühl am Trommelfell, das ist da. Ne? Ey Oggi, der Lutz hat gesagt, wenn er da den Bass einzeln rückwärts hörst, das ist die Melodie von der Cantina Band. Wahrscheinlich nicht, nee. Habe ich mir auch gerade ausgedacht. Schon ziemlich geile Sachen bei. Ich glaube, mein persönlicher Lieblingssong, also vor den Aufnahmen dachte ich ja, dass ich Hirai am geilsten finde, aber mein Favorit ist Pathfinder. Bei mir ist es schwierig zu sagen, weil der eine Teil ist ja mit dem Fretless Bass aufgenommen, der andere ist mit dem Bass mit Bünden aufgenommen. Das macht die halt echt komplett anders für mich auch. Ich würde sagen, von denen, die mit Fretless aufgenommen sind, finde ich, glaube ich, Sunken am coolsten, weil er einfach am meisten Luft war, um da Fretless einzubauen. Und von denen, die mit dem Böckchen, mit dem mit Bünden gespielt wurden, finde ich, glaube ich, Psycho Torture am geilsten. Ja. Warte, jetzt muss ich mal eben überlegen, wie schreibe ich das denn jetzt? Am besten machst du so einen Punkt und dann ziehst du da so einen Strich hoch. Hast du eine Note? Das ist so ein blödes Gequatsche, ne? Muss ich mir den ganzen beschissenen Tag auf der Arbeit auch anhören. Hast du mir ausgesucht. Ja, voll gut. Also, Ich Idiot. da weiß ich auch nicht, wie ich dir noch helfen soll. True. Und da machen wir keine 3 drüber. Ne, weiß ich, dass das 3 sind. Ja, muss ich einfach ein paar Mal spielen. Gut. Da fehlt irgendwie ein Schlag immer am Ende. Hier. Bravo! Genau, also beim ersten Album ist wesentlich, bei Deranged Serenades ist wesentlich weniger passiert, nachdem die Songs geschrieben wurden, als jetzt bei Nocturnes of the Incarcerated. Das heißt, wir haben jetzt bei Nocturnes of the Incarcerated im Nachhinein noch mehr an den Songs verändert. Länger ausprobiert, was funktioniert,
von jedem Song eine komplette Demo aufgenommen, von jedem Instrument. Also das war sehr, sehr detailreiches Arbeiten noch im Nachhinein an den Songs. Und ich glaube, das war auch gut so, weil im Endeffekt es ist immer schwierig, an meinen Songs, über die ich mir jahrelang Gedanken gemacht habe, dann gesagt zu bekommen, da muss aber noch was verändert werden. Das ist immer für mich schwierig dann so hinzunehmen. Aber im Nachhinein würde ich das alles auch so sehen wie die anderen. Klingt jetzt an der Stelle übelst scheiße. Mit der völlig sterilen Kick. Richtig dumm. Und ich werd tot komprimiert. Ja, so muss eine Metal-Kick halt klingen. Alle bei so Grindcore-Bands, wo einmal so eine ruhige Stelle drin ist und die kriegen so einen Bock. Aber hier könnte man lieber so die Kick machen. Ja, halt einfach, ja, nur der Dynamiker, den wir dann vor das Schallloch stellen oder so. Ja, es reicht schon, wenn ich hier den EQ, also das habe ich bei Self-Inflicted damals auch gemacht. Da habe ich einfach das U rausgenommen. Was? Bei dem Clean Part am Ende. Ja, weil Heresy! das einfach so drüber klang. Hast halt statt so ein. Hast halt etwas weicher. Wir haben schon ein paar Ideen für die nächste Platte. Auch textlich. Ich weiß nicht, ob das mit dem Morgen so ganz passt. Es könnte in gewisser Hinsicht sogar hinkommen, aber ich glaube, man darf das Ganze auch nicht zu weit treiben. Wir wollen jetzt nicht 7 Alben rausbringen, die immer zu irgendeiner Tageszeit spielen. Vielleicht brauchen wir beim 3. Album dann mal eine andere Metapher. Ich bin wirklich froh, jetzt damit fertig zu sein. Ich denke, dass es ganz okay geworden ist. Ich fand es lustig, dass Joscha sagte, wenn wir das erste Album aufgenommen haben, wird es einfacher, das zweite aufzunehmen, weil man dann die Technik drauf hat. Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach genauso kompliziert, nur einfach ein bisschen anders. Ein bisschen sehr anders. Nee, ist aber cool, auf jeden Fall. Also viele verschiedene Sachen, echt was Außergewöhnliches. Und wenn man dann fertig ist, dann hat es auch irgendwie Spaß gemacht. Ja, rückblickend ist immer gut gewesen. Das sind, glaube ich, die beiden Sachen, auf die ich hinfieber. Der erste Mix und die erste CD. Lohnt es sich dafür? Das ja, auf jeden Fall. Es ist immer unfassbar anstrengend, besonders wenn man so viel selbst macht, wie wir das machen. Wir haben halt das Glück, dass unser Proberaum gleichzeitig als Studio nutzbar ist. Das heißt, wir können sehr viel selbst machen und wir machen auch sehr viel selbst, aber gleichzeitig ist das unfassbar viel Arbeit, unfassbar viel Zeit, die dabei drauf geht. Und wenn man das macht, wenn man aufnimmt, wenn man was auch immer tut, wenn man irgendwas für das Album tut und es frisst einem wieder den halben Urlaub oder den ganzen Urlaub weg oder die freien Wochenenden, dann kriegt man manchmal schlechte Laune, ist unmotiviert, frustriert. Das kommt alles vor, aber hinterher ist man immer froh, dass man es gemacht hat. Ich habe es noch nie erlebt, dass irgendwer von uns gesagt hat, wisst ihr noch, vor 2 Jahren, als wir das Album aufgenommen haben, da haben wir den einen Tag länger gemacht und haben noch 3 Stunden im Proberaum gesessen, obwohl wir eigentlich schon nach Hause wollten. Boah, war das schlimm. Das habe ich noch nie erlebt. Niemand sagt das. Man freut sich am Ende immer, dass man noch die Mühe reingesteckt hat, noch den extra Tag gemacht hat, die extra Stunde, den Take nochmal neu gemacht hat. Ich hoffe irgendwie, dass diese Songs halt den einen oder anderen von euch ansprechen und möglicherweise auch Kraft geben. Weil das ist, was die Musik, so dieses wundervolle Genre einfach an sich mir gegeben hat. Sehr viel Kraft, sehr dunkle Zeiten durchzustehen. Und ich hoffe, das gilt für euch auch.